Einer der wichtigsten Anführer der Hamas wurde bei einem Angriff in der iranischen Hauptstadt getötet. Neben der Hamas bestätigte dies auch die iranische Revolutionsgarde. Ismail Haniyeh war die Nummer 2 der Terrororganisation und für den Tod unzähliger Israelis verantwortlich. Sein Tod könnte nun eine erhebliche Eskalation des Nahostkonflikts bedeuten. Wenige Stunden vor seinem Tod Ismail Haniyeh bei Irans geistigen Führer Ayatollah Khamenei. Seine Terrororganisation Hamas ist ein Proxy Irans, setzt die Wünsche der iranischen Staatsführung um. Dafür gibt es Geld, Waffen und Einfluss im Nahen Osten. Als politischer Kopf der Hamas ist es Haniyehs Entscheidung, im Oktober letzten Jahres in Israel einzufallen, seine Truppen morden und plündern zu lassen. Seit vielen Jahren versucht er, auch die Fatah im Westjordanland zum aktiven Kampf gegen Israel zu überreden. Lasst den 8. Dezember einen Tag des Zorns sein und den Beginn einer neuen Intifada. Wir wollen unsere Waffen nicht mehr gegeneinander richten, sondern gegen die zionistische Besatzung. Israel hat den Hamas-Führer schon lange auf der Liste. Netanyahu hat angekündigt, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Nach dem Besuch beim Ayatollah geht es ins iranische Parlament. Der neue Staatspräsident wird eingeführt. Der Hamas-Führer lässt sich von seinen Fans feiern. Seine Attentäter sind da schon auf dem Weg zu seiner Privatunterkunft. Haniyeh ist so gut wie tot. Also die Strategie ist schon seit langem dieselbe Strategie. Man versucht, die Führer, die militärischen und die politischen Führer der anderen Organisation zu töten. Das ist eine Politik Israels seit eh und je. Und da hat sich nichts geändert. Nach dem Staatsakt fährt der Hamas-Führer in seine Teheraner Unterkunft. Normalerweise lebt er ein Luxusleben in Katar. Dort erwartet man ihn. Es ist 2 Uhr nachts. Laut iranischer Medien wird seine Wohnung von einem Geschoss aus der Luft getroffen. In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde Ismail Haniyehs Wohnsitz in Teheran angegriffen. Einer seiner Leibwächter starb ebenfalls als Märtyrer. Die Ursache und das Ausmaß dieses Vorfalls werden derzeit untersucht und die Ergebnisse später bekannt gegeben. Die Revolutionsgarde spricht dem Helden ihr Beileid aus. Teheran schont. Ayatollah Khamenei kündigt per Tweet Vergeltung an. Es ist unsere Pflicht, Rache zu nehmen und das zionistische Gebilde hart zu bestrafen, weil das Attentat in unserem Land verübt wurde. Noch ist unklar, ob das Geschoss von einem Luftschlag oder einer Bodenoperation stammt. Von Israel gibt es keinen Kommentar, aber die Botschaft ist klar. Wir kriegen euch, früher oder später, und nirgendwo seid ihr sicher. Ich möchte aber sprechen mit dem Historiker Professor Michael Wolfsohn, mir nun zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben es gehört, Israel hat sich nicht dazu geäußert bisher, aber es war natürlich ein sehr präziser Schlag mitten in Teheran. Wer wäre sonst überhaupt zu so etwas fähig? Wenn überhaupt, dann die Amerikaner, aber die haben sich in letzter Zeit sehr zurückgehalten und Israel zur Zurückhaltung aufgefordert. Und das ist jetzt eine sehr fantasievolle, an dem Zivil der Palästinenser und der Iraner vorbeigehende Aktion, die im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf der Bewegung zu zerschlagen versucht. Und es gibt schon die ganz klare Botschaft jetzt aus dem Iran, es wird eine Reaktion geben. Wie könnte die ausfallen? Wie müsste die zumindest aus Sicht des Irans auch ausfallen? Wie hart? Also dieses Denken, das üblich ist, gleicht eigentlich dem Kinderspiel im Sandkasten. Es geht hier um sehr viel mehr und haust du mich, hau ich dich. Das ist keine Politik, weder von der iranischen noch der israelischen Seite, sondern es wird höchste Zeit, über Politik nachzudenken, über das Grundsätzliche. Die iranische Seite muss sich im Klaren sein, dass sie Israel nicht vernichten kann, und das gilt erst recht für die palästinensische Seite. Egal, ob Israel recht hat oder die Palästinenser, der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche. Das Ergebnis ist klar. Mit dieser Politik kommen die Palästinenser auch nicht weiter, egal was die Israelis gemacht haben. Das heißt, es ist höchste Zeit, gerade in dieser scheinbar, also nicht wirklich ausweglosen Situation nachzudenken und nicht zu überlegen, was werden jetzt die Iraner machen. Ja, wenn sie weitermachen, natürlich, sie haben Möglichkeiten. Sie haben Raketen, die sie einsetzen können. Die sind aber mehrfach abgefangen worden, wie wir
am 13. April gesehen haben. Die Iraner haben die Möglichkeit, die Hisbollah zu aktivieren, aber die Hisbollah würde dann ihrerseits Selbstmord begehen. Die Iraner können Syrien aktivieren. Dann wird es Syrien an den Kragen gehen. Sie können Jemen aktivieren, die Houthis. Aber was bringt das? Gar nichts. Im Grunde genommen muss man doch endlich einmal nachdenken, was man politisch erreichen kann. Haust du mich, hau ich dich, ist keine Politik. Jetzt haben wir aber leider auch in den letzten Stunden, Tagen alleine gesehen, dass es aktuell eben nicht zur Politik, sondern zu militärischen Schlägen kommt. Sie haben gerade die Hisbollah angesprochen. Auch diese wurde im Libanon, auch direkt in Beirut, hart getroffen. Das heißt, auch von dort kann es Vergeltung geben. Israel muss auf sehr viele Fronten gleichzeitig gerade achten. Wie lange kann man da bestehen, obwohl die Armee dort ja auch sehr stark ist? Man kann bestehen, und das sehen wir ja, denn dieser Krieg dauert ja bereits seit Oktober letzten Jahres an 7 Fronten. Aber es ist doch völlig klar, egal noch einmal, wie man zu den Konfliktparteien steht, auch die Hisbollah-Führung, die jetzt getroffen worden ist, hat doch nichts davon. Sie wird getroffen, und das ist im Vergleich zu dem, was dem Zivil blühen konnte, noch das Beste. Das heißt, dass es hier doch endlich einmal eine nüchterne Überlegung geben muss, was können wir vernünftigerweise erreichen. Die Hisbollah hat doch im Grunde genommen überhaupt keine bilateralen, territorialen oder anderen Probleme mit Israel, außer dem ideologischen Konflikt. Das ist doch eine Absurdität. Dessen muss man sich einmal bewusst sein und nicht immer gucken, Schlag 1, Schlag 2. Wir gucken immer gebannt auf dieses Spiel. Das ist fatal. Und wenn wir darauf schauen, können wir nicht denken. So die Einschätzung von Historiker Professor Wolfsohn. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.